Hast du auch das Plissé zu, also das bisschen Tageslicht, was da noch hinkommt? I don't see you. Das sind Qualitätshüllen. Hergestellt in Japan. Wobei, ich glaube, das ist hergestellt in Japan. Das ist hergestellt in Indien. ja, oder Westdeutschland, man weiß es nicht. So, gucken wir mal. Da sie nicht aus einem Raucherhaushalt kommt, Riecht sie auch nicht. demzufolge brauchen wir, glaube ich, auch keine Reinigungskassette. Probieren wir es einfach mal. Ja, ein paar Sekunden vorlaufen musste sie eh. Also ich würde sagen, lass das mal 30 Sekunden auf Aufnahme laufen. Und dann kannst du aufnehmen. Dann ist Dass du das gesagt hast, während du aufnimmst, war natürlich Absicht, damit du dann prahlen kannst bei den Frauen, die sich das angucken. ich glaube nicht. Schaut her, ich habe mal so was gemacht und das sieht kriegt mal voll aus. Ich bin der absolute Oberchecker. Keine Sau, keine Frau interessiert sich für das hier, was wir machen. Keine Sau interessiert sich für uns. Ja, ja. Wie gesagt, wenn die ersten 30 Sekunden Bullshit sind, dann ist es eh egal. Ich habe noch gar nicht nochmal gedrückt. Oh Gott, jetzt nimmt er auf. Der Kampf beginnt. Wobei das unfair ist, weil der Autofokus ist extrem gut bei dir. Das müssen wir mal checken. Ja? Wow. Krass. Kein Schärfepumpen. Geil. Und macht er auch Auto-Exposure, wenn es dann dunkler wird? Obwohl, es müsste eigentlich heller werden, wenn die Hand davor Nee, ist ja genug Licht da, deswegen muss er da nichts viel machen. Das ist halt nur, ich merke, wenn ich zum Beispiel so mache, dann merke ich es teilweise. Obwohl, selbst da nicht. Den Test in drinne. Mit und ohne. Die Farben sind ja schon mal geil, zumindest auf dem Bildschirm. Ja, das ist sie. Ui, ist ja ganz Und nah schon dran. bin ich dichter. Aber wir können ja auch mal den Tele machen. Oh, das geht mit Knie. Ah, ja, Uhrzeit, klar, kann man machen. Kann ich, ja, würde ich sagen, stell mal lieber ein. Auch wenn es dann, muss ich wenn es dann wieder weg ist. Weil hier ist ja keine Mini-Batterie drin. Nee, na, die sind eingebaut, die Dinger. Ja, deswegen kann Bei der DVX konnte man die, glaube ich, wechseln. Das war das eine stinknormale 3 Volt Knopfzelle. Ja, bei der Sony auch, da musste ich es ja rausnehmen, weil die nicht mehr in Ordnung war. Aus Sicherheitsgründen habe ich sie dann komplett entfernt. Ja, ist aber ganz gut so, weil so kann man sie wenigstens wechseln und austauschen. Wie gesagt, bei meiner Sony ist es eingebaut und das ist blöd. Weil wenn die dann leer ist und kaputt, dann muss ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Akku dran setze, dann die ganze Uhrzeit neu einstellen. Das heißt, bei Sony ist das mittlerweile bei mir auch so. Naja. 13, 31. Boah, der Joystick ist ja pervers. Na, sei froh, dass es kein Rädchen ist wie bei meiner Sony. Oh, um Gottes Willen. Ah, okay, gut, man kann beschleunigen, wenn man einfach hält. Na gut, dann geht's ja. Achso, warte mal wieder. Und während er das jetzt einstellt, spielen wir ein bisschen Pausenmusik. Ah, steht's hier. Boah, das Licht, das Gegenlicht ist so stark, man sieht dich gar nicht mehr. Dann mach doch Backlight. Naja, habe ich ja, dann ist... Ja, nee, bringt nichts. Dann wird ja der Hintergrund erst recht hergemacht. Irgendwie gab's da, warte mal, hier, so ein Gott. Was hat der dann eingestellt? Na, meiner steuert dann gegen. Ja, meine auch. Das fand ich ja damals so cool. Plötzlich ist es noch heller. Das ist ja nur wohl die Videoleuchte. Oder nee, Quatsch, das Blitzlicht Das ist fürs Blitzlicht. Foto. Ja. Ach, Fotos. Wer macht denn halt Fotos? Ja, es gab Leute, die es gemacht haben. Ich habe auch sogar Fotos gemacht mit der Kamera hier, mit der Sony. Auf dem Memory Das sind Stick. ungefähr 3 Megapixel. Nee, 2,3 Megapixel. Ich habe nur 1 Megapixel. Also knapp über 1 Megapixel. Leica. Die guck mal! Shop-Idee. Und 3 CCD. Ha, hab ich 0 mehr als du. 2 hast du mehr als ich. Wie, du hast nur einen? Ich habe nur einen, ja. Ach stimmt, ja, dadurch bist du aber auch lichtstärker. Ja, ja. Und ich habe mehr Tele. Außerdem war dein Mikro. Aber hey, mein Mikro so. ist besser angebracht. Ja, ich weiß es vorne.
Und auch da ist der Stereo-Bereich sehr gut. Also das Und vor Stereo-Panorama. allen Dingen halt Zoom. Zoom-Mikro. Richtrohrmikro. Mensch, das ist genau das Richtige für dich. Dann versteht man dich endlich mal, wenn wir dann irgendwo... Das heißt, wenn ich mit meinen Ollen, die also mit 20, 30 Frauen war, Pornos drehe und die Kamera 20 Meter weit weg verstecke, war und hier ein Teleobjektiv drauf mache und dann ranzoome, dann hört man trotzdem ein bisschen Stöhne. Ich finde, das ist eine dufte Sache. Haben die hier Ingenieure von Panasonic mal mitgedacht, wa? Haben sie auch an die Perversen gedacht. Finde ich gut, weil sonst denken Kinder an die Perversen. Sind immer die Bösen. Wo ich das Problem hatte mit dir, glaube ich, da war das der maximale Weitwinkel damit. Süß, ein Glee. Im Sperrgebiet. Das stimmt, wir kommen übrigens aus dem Westen und sind jetzt mal im Osten rüber. Eigentlich dürfen wir das nicht, haben auch keine Auswahl. Wir dürfen halt einfach nicht erwischt werden. Dann klappt das schon. Wir sind unter dem Radar. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Och Mensch, komm auf die andere Seite. Verdammte Scheiße. Ach ja. Jetzt kommt es da vorne wieder raus. Boah, das rote Lämpchen leuchtet.
Auto-Exposure ist ganz sanft. Meiner nicht, der ist glaube ich, obwohl, das geht. Bei der HV20 war er krasser. Mach ich mal Schönes Mann, Blau, also wenn das automatisch. stimmt, was hier drauf angezeigt wird, ist das Bild super. Irgendwie hier. Keine Ahnung. Irgendwo. So, mit Weitwinkel. Und? Was machen Sie da? Reisschwenks. Nein, du. Es ist Rolf, ihr Nutten. Wir können das ja nochmal machen. Komm ich rüber? Nö, aber ich geh Bock. Sieht man gar nicht mehr so richtig. So dunkel ist das, so hell. Hier draußen meine ich. Ah ja. Ja. Was ist das denn? Wir haben heute richtig eingekauft, ich sag's dir. Eine ganze Menge. 6 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro. Und am Ende wurde uns 4,30 Euro abgezogen wegen dem 10% Rabatt. Das ist eine Werbeaktion, die wir gerne angenommen haben. Deswegen haben wir heute Filme gekauft, die wir sonst immer haben liegen lassen. So funktioniert das nämlich. Das ist nämlich der Trick. Mach Rabatt, dann kaufst du Scheiße, die du gar nicht haben willst. Ja. So, mal gucken, was wir so Schönes geholt haben heute. Okay. Kiss of Death für Ronny. Friedhof der Kuscheltiere für Ronny. Dracula, das ist meins. Schiffsmeldung, meiner. Nein, sowas gucke ich nicht. Doch, gucke ich. Das Geisterschlotz. Meiner. Wieso Schiffsmeldung ist ein ganz normaler Artus-Blick. Oder? Jack Reacher. Meiner. Dafür würde ich mich ja eher schieben. Ich finde die Cinematografie geil. Das kann sich jeder rausreden, wa? Rope. Meiner. Children of Man, auch meiner.
Ein neuer Van Damme für den Ronny. Und noch einer. Hunde Kutten. Was haben wir hier noch drin? Werbematerial von dem Pizzaplaneten. Ach, die Rechnung, stimmt, das war die Rechnung, die hier noch mit dabei war. Mein Gott, wir haben für 14,98 € Völlerei gehabt. Das ging ja noch. So. Und das Geile daran ist, warte mal, wo ist denn der Kassenblick? Da ist ja gar nichts drin, Moment. Den Kassenblick habe ich doch. Ach so, na dann, okay. Den habe ich doch in meiner Dann Hosentasche. ist ja alles in Ordnung. Stimmt ja alles. So. Und für diesen ganzen Plunder hier haben wir jetzt fast 35 D-Mark. 35 € haben wir bezahlt dafür. 38. 38? Aber wir haben auch Stimmt, genau, es wäre 5 € haben wir gut gespart. Stimmt, es wären fast 45 €. Weil wir 10% Ermäßigung hatten. Das findet auch der Schnurri. Ja. Schnurri? Was ist los? Cocktail für eine Leiche. Schnurri? Mit Jimmy Stewart. Schnurri. Die arme Muleika. Ich hab's ja mit Katzen. Den wollte ich immer mal haben, aber ich wollte den auf Blu-ray. Aber den kriegst du nicht auf Blu-ray in der Uncut-Fassung. Ich sage nur deswegen Uncut, weil es so steht, wir reden natürlich von unzensiert, denn ja, wir reden von Zensur. Aber das ist die unzensierte. Ja, der Film ist drin. Sehr gut. Dann Lock-Off. Auch ein Verdammt. Yeah, natürlich. Da spielen auch die... Denise Crosby. Da spielen auch die Dingensen mit hier, die auch den Soundtrack gemacht haben. Ja, das ist nochmal... Ach, das komme ich nicht auf. The Ramones, glaube ich. Ah ja. Mit Pet Sematary. Oder war doch... Warum ist das denn hier? Was soll die Scheiße? Bei Music? Da steht, die ist nicht alt aufgeführt. Cool. Sogar das Booklet ist noch drin, so ein Klappflyer. Das hat man ja auch nicht oft. Ich habe von dieser ganzen Hitchcock-Reihe nicht einen einzigen Teil bisher, bis auf den hier. Weil, Gab es da eine Box? Da gab es eine Box, ja, aber das hat keinen Sinn gemacht, weil Psycho war leider geschnitten. Es gab auch, Was heißt war? ja, ist immer noch. Den gibt's nur noch. Ich weiß, es ist eigentlich traurig. Naja, kann ich später abmachen. Ja, Paramount hatte ich recht, Jack Reacher. Aber das Geilste ist ja Der Dracula. FSK Genau, keine Flatschen. bei Und, Jack Reacher, der sieht dufte aus. ach, der hat einen Flatschen? Moment. Ach ja, na gut. Hat er am Ende keine? Nee, aber ist auch egal. Der ist ja nur, den will ich gar nicht sammeln. Den habe ich bloß geholt, weil ich den Look geil fand. Deswegen würde mir die DVD auch reichen. Und vor allem, Tech-Demo. Werner Herzog macht hier mit. Ich meine, plötzlich ist da Werner Herzog. Warum Ja auch gut, immer? wenn Werner Herzog irgendeine Bedeutung hätte, wäre das dann sicherlich eine tolle Sache. Hat er nicht. Ja, siehst du. Na, ich meine, filmhistorisch. Naja gut, der ist einfach dabei. Der ist, gut, der hat ja auch einen Film mit Nicolas Cage gemacht, der schon so ein bisschen in Mainstream-Richtung ging. Also irgendwie... Das war einfach nur ein Film, den es schon gab, nur halt jetzt anders. Ich meine, wo ist... Gut, wenn Wenn du Battle Lieutenant angucken willst, dann guck dir den von Abel ja, Ferrara genau, an. den meine ich. Abel Ferrara ist der einzig wahre, nicht dieser Werner Herzog-Schnösel. Ah ja, nee, weil wenn... was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, genau. Wenn Klaus Kinski noch leben würde, dann hätte er mit ihm noch Filme gemacht. Ich muss den Akku abmachen. Die Kamera macht ab und zu immer wieder so ganz komische Faxen. Diese Faxen, Problem habe ich nicht. Naja, die kommt aus einem Raucherhaushalt. Wer weiß, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Der ganze Rauchersiff hat da wahrscheinlich in der Elektronik jetzt irgendeinen Kurzschluss verursacht. Egal. Mono in Ungarisch. Wahnsinn. Nicht schlecht. Und dann haben wir noch den Kuss des Todes. Was muss ich tun? Wenn du für immer greifst. Damit du... Ey, du hast mir... Und wie mache ich jetzt? Keine Das war Samuel L. Jackson, der ja auch mitspielt und Probleme mit seinen Augen hat. Wegen Eve-Check. Ich hab den Film noch gar nicht gesehen, du Wichser. Was willst du von mir? Kennst du den noch nicht? Nein.
Immer wenn er kam, habe ich nur den Schluss gesehen. What the hell? Ja. Okay, mal, daran merkt man, dass es wirklich noch eine Altauflage ist. Ja. Heutzutage würden Sie hier Genau. nochmal dasselbe Cover sehen, aber Ja. mit FSK-Logo, weil Wendecover. Wir verachten die FSK-Logos. Die Flatschen. Das sind keine Logos, das sind Flatschen. Ja, aber Flatschen ist eklig als Zeichnung. Passt aber. Das wäre noch ein gutes Cover. Und vor allem ein guter Druck. Kennen Sie das? Sie gehen in den Laden, wollen eine DVD kaufen und die Druckqualität ist scheiße? Das muss nicht sein mit Gebraucht-DVDs. Ja. Jeden Tag dasselbe. Immer wieder kriege ich diese Anrufe von irgendwelchen Vollspastis. Ja. Das habe ich damals auch gedacht. Aber ich habe mir dann sehr schnell eine eigene Meinung gebildet. Nee, man darf nicht sehen, dass ich ablese. Weil. Ja, am besten so. Weil dann gucke ich direkt zur Kamera und niemand sieht, dass ich ablese. Das Jahr 2027. Die Tage der Menschheit sind gezählt. Seit 18 Jahren wurde kein Kind mehr geboren. Er muss unsere letzte Hoffnung geschützen. Ja, ich sage es erneut. Geschützen. Verstehen Sie? Was sagt die New York Times dazu? Brillante Regie von Alfonso Cuarón. Das ist derselbe Regisseur, der Jahre später, glaube ich, wieder keine Anerkennung bekommen hat für Gravity. Hä, doch, natürlich hat er die jetzt bekommen. Hat er jetzt den Oscar? Der kriegt von Strich nach, also von Strich nach, der kriegt halt eben von vorne bis hinten halt eine Auszeichnung nach der anderen. Ja, der aber hat der ist leer doch bei ausgegangen. den Oscars absolut abgeräumt. Ja, aber- der hat ja jeden Oscar mitgenommen, den es gibt. Ja, aber dafür ist Children of Men leer ausgegangen. Da kann ich mich noch erinnern, wie damals die Leute angepisst waren. Nee, Aber- also Gravity der hat den Mainstream geknackt. Ja, aber hier in Venedig hat er abgeräumt hier. Ja, Oscar, okay, hier steht auch Oscar drauf. Ach, Nominierung für beste Kamera, bester Schnitt, bestes adaptiertes Drehbuch, aber keine Oscar-Nominierung für besten Regisseur. Da muss er erst Kommerzscheiß wie Gravity machen, Ja. damit diese Kunst Erfolg hat. Vor allem das Kuriose ist, es ist zwar ein Kunstfilm, aber es ist verpackt als Actionfilm. Das heißt, 99% der Zuschauer kriegt gar nicht mit, dass das ein Kunstfilm ist. Also ich fand die Story geil, wo ich von dem Weil erfahren der habe. fliegt ständig was in die Luft. Also ich meine, man kriegt es nicht mit, dass es ein Kunstfilm ist. Insofern hätte der schon die Mainstream knacken müssen. Naja, aber gut, wir haben ja auch noch nicht den Mainstream geknackt. Was wollen Sie machen?